Hallo meine Lieben, ich habe gemerkt, dass ich schon ziemlich lange kein Video mehr zum Kartengestalten gemacht habe und das wollte ich heute mal wieder machen. Und zwar geht es im Speziellen darum, wie ihr Digi-Stamps nutzen könnt, weil das habe ich eigentlich so auch noch nie gezeigt und genau darum geht es heute. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich werde euch zuerst ein bisschen was zu den Digi-Stamps zeigen, auch woher ich das Motiv habe, was ich heute verwende und auch auf was ich darauf achte, wenn ich die kaufe. Dann werde ich euch zeigen, wie ich das Ganze aufbereite, damit ich das dann verwenden kann. Ich werde euch Beispiele auch zeigen, wie ihr das ohne Plotter machen könnt. Das heißt, dass ihr Digi-Stamps auf jeden Fall auch ohne Plotter verwenden könnt. Dann machen wir aber ein bisschen was mit dem Plotter und zwar die Motive ausschneiden und dann mache ich noch ein paar Sticker, weil ich da gefragt wurde und ich werde heute die Cameo verwenden. Und dann werde ich euch auch noch zeigen, wie ich die Karten selber mache, also die Basiskarten und die Umschläge und dann die Karten selber. Ich habe hier 12 Stück schon gemacht mit diesem Motiv, aber es hätte zu lange gedauert, wenn ich euch jetzt Schritt für Schritt alles durchgezeigt hätte und deshalb zeige ich euch einfach die fertigen Karten und werde euch aber erklären, was ich gemacht habe. Und um es vorne wegzunehmen, ich arbeite meistens, wenn ich Karten bastle, mit der Big Shot, eigentlich mehr als mit dem Plotter, weil ich das halt einfach angenehmer finde und schöner finde. Ihr werdet dann auch sehen, warum ich die Big Shot so liebe zum Kartenbasteln. Aber all das dann am Schluss. Jetzt fangen wir zuerst an mit dem Digi-Stamp. Ich habe ein bisschen nach Digi-Stamps gesucht, die mir gefallen und bin hier auf diese Seite gestoßen, die heißt glück.de und da habe ich ganz coole Digi-Stamps gefunden. Und zwar geht ihr auf Digitales und da habt ihr Digi-Stamps. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr wirklich super süße Sachen da drin habt. Und ich habe für heute dieses Motiv hier. Der heißt Digi-Stamp Set Bär mit Blume. Wenn wir uns den angucken, und das ist, kommen wir auch schon dazu, auf was ich jeweils achte. Wenn ich einen Digi-Stamp kaufe, gucke ich, dass ich einerseits das Motiv habe, ohne dass es ausgemahlen ist, damit ich auch selber ausmalen kann. Ich gucke, dass ich ein koloriertes Motiv habe. Hier habe ich sogar zwei, eins mit ein bisschen mehr Details, eins mit ein bisschen weniger. Und was ich auch darauf achte, ist, dass ich, wenn möglich, ein Motivpapier dazu habe, damit ich dann wunderbar auch meine Karten basteln kann. Hier hat es dann sogar noch so dieses Element hier und das werde ich für Sticker verwenden, also wirklich ein super Paket und für einen Preis, 7,90 € ist es wirklich ein absolut fairer Preis. Das Weitere, was ich angucke, ist, wie die Dateien aussehen. Also was für ein Format bekomme ich. Und hier steht PNG und JPEG. Und das ist genau das, wo ich gucke, dass ich auf jeden Fall PNG-Dateien bekomme, weil ich mit denen besser arbeiten kann und die Qualität auch besser ist. So. Das habe ich gekauft und dann das Ganze, also wenn ihr es bezahlt habt, bekommt ihr einen Link, wo ihr die Datei herunterladen könnt. Und da machen wir jetzt auch weiter. Da zeige ich euch auf dem Computer, wie ich dann damit weiterarbeite. Wenn ihr die Datei anguckt, die ist in der Regel in einem ZIP-Folder drin und da könnt ihr den einfach anzippen oder die Dateien aus dem Ordner rausnehmen. Und dann habt ihr hier verschiedene Sachen. Nutzungsbedingungen, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Es ist natürlich wie bei den allermeisten Sachen, die ihr kauft, für den privaten Gebrauch. Das heißt, dass ihr da nicht irgendwelche Sachen dann damit bedruckt oder irgendwas damit erstellt und dann das verkauft. Also das geht nicht.
Es ist wirklich für den privaten Gebrauch, das heißt für euch oder wenn ihr irgendwelche Geschenke bastelt, so für sowas könnt ihr die verwenden. Und dann habt ihr hier verschiedene Dateien drin. Ich zeige es euch kurz im PowerPoint, weil ich arbeite meistens mit PowerPoint. Da könnt ihr aber auch mit anderen Dateien, wo ihr auch immer mit Bildern arbeitet, könnt ihr das dann verwenden. Was ich jeweils mache, ich habe PowerPoint so angelegt, dass ich eine A4-Seite habe. Na, das geht hier über Foliengröße, dann könnt ihr Seite einrichten und eben A4 ist 21 cm x 29,7 cm. Das habe ich so festgelegt und dann ein paar leere Seiten gemacht. Dann die ganzen Bilder, die ich in der Datei drin hatte, habe ich einfach mal hier rüber genommen. Das ist zuerst das Titelbild und quasi die Übersicht vom Designpapier. Damit mache ich nachher nichts, das wollte ich euch einfach zeigen. Aber dann habt ihr hier diesen kleinen Bären, dann den mit ein bisschen weniger Details, dann hier den, der nicht ausgefärbt ist, dann eben das, was ich nachher als Sticker verwenden werde, und dann habt ihr hier das Designpapier. Beim Motivpapier wollte ich euch noch kurz etwas zeigen, und zwar kommt das Motivpapier in der Größe, das heißt als Quadrat. Ich arbeite gern mit A4 Seiten, weil beim Drucken verwende ich dann schon gerne die ganze Seite. Das habe ich ganz einfach so gemacht, dass ich das hier kurz kopiert habe, eingefügt habe, und dann habe ich da einfach geguckt, wo überschneidet sich das wieder, weil das Muster wiederholt sich ja, ne? Hier kommt die Wiederholung. Da bin ich hier einfach hoch, bis das gepasst hat. Jetzt noch nicht ganz, noch eins hoch, noch eins hoch. So, und jetzt sehe ich hier quasi keinen Übergang mehr. Und dann habe ich hier unten bei Bildformat zuschneiden, das ganz einfach auf die Größe der A4-Seite zugeschnitten. Und wenn ich das Ganze jetzt angucke, habe ich ein volles A4-Papier und dann habe ich die beiden einfach kopiert, so dass das ein Bild ist. Und so konnte ich das drucken, und das habe ich mit jedem Motivpapier gemacht. Dann weiter habe ich die Bären, die ganz am Anfang sind, ne? Hier, diese. Da habe ich das einfach genommen, kopieren. Dann habe ich mir eine leere Seite angelegt. Und das eingefügt. Und jetzt habe ich hier einen ziemlich großen Rahmen ringsherum. Und das schneide ich auch noch kurz zu. Einfach so, dass ich möglichst nah am Rand vom Design bin. So, und bei mir, ich arbeite für die Slimline-Karten, die ihr am Anfang so ein bisschen gesehen habt, ne, in welcher Größe die ungefähr sind. Da arbeite ich mit Karten, die 9 cm x 21 cm sind, und deshalb brauche ich natürlich dieses Motiv kleiner. Und da habe ich mich entschieden, dass ich auf 6 cm gehe, nicht in der Höhe, sorry, in der Breite, maximal 6 cm. Dann habe ich schon die richtige Größe und den habe ich dann einfach ein paar Mal eingefügt. Ich zeige euch das auf dem fertigen Papier. Ne? So, das hatte 8 mal Platz, plus dann habe ich noch in der Größe von maximal 5 cm in der Breite auch noch 3 gemacht. Wie habe ich hier diese Größe festgelegt? Ich habe geguckt, weil ich werde nachher mit Stanzen arbeiten,
dass ich einen Kreis ausstanzen kann von 7 cm waren das. Und da habe ich einfach die Kreise aufs Blatt gelegt. Hier 7 cm, hier waren es glaube ich 6 cm. Ja, 5,82 cm. Und habe zuerst die Kreise hier reingemacht und dann die Beeren schön in die Mitte des Kreises gelegt, weil dann weiß ich ganz sicher, wenn ich nachher etwas ausstanzen will, dass ich genug weiße Fläche ringsherum habe. Ne, das, wenn ihr mit den Stanzen arbeitet, macht jetzt vielleicht noch nicht so viel Sinn für euch, ihr werdet es nachher sehen. Aber so habe ich das dann gemacht. Ne? Ich habe ein Blatt mit einer Variante des Bären gemacht, eine mit der zweiten Variante und die dritte habe ich jetzt gar nicht gemacht, also der nicht ausgefärbt ist. Aber eben, das könntet ihr dann auch mit dem machen. Das ist eigentlich alles, was ich gemacht habe. Und dann habe ich das alles, kann ich wieder löschen, das brauchen wir nicht. Und dann habe ich, also ich habe natürlich die Kreise hier wieder gelöscht, damit die dann nicht gedruckt werden. Dann habe ich diese Seite plus die ganzen Motivpapiere einfach einmal ausgedruckt auf ein A4 Papier, das 200 Gramm ist. Mit dem bastle ich eigentlich am liebsten und das geht auch wunderbar durch den Drucker durch. Und da habe ich natürlich darauf geachtet, dass bei der Qualität vom Drucken, dass ich da hoch einstelle. Das ist das, was ich gemacht habe und so könnt ihr das zum Beispiel machen, wenn ihr zum Beispiel keinen Plotter habt, könnt ihr das so vorbereiten. Jetzt gehen wir noch kurz zum Plotter rüber. Und wie gesagt, ich verwende heute das Silhouette Studio mit der Silhouette Cameo. Dann hier im Silhouette Studio, die kleinen Bären könnt ihr ignorieren. Ich hatte das schon vorbereitet, aber ich zeige euch kurz, wie ich das gemacht habe. Nämlich, ich habe einen kleinen Bären genommen. Ich habe hier bei den Tiki Stamps einfach den Bären, dieses PNG-Format, hier rüber gezogen und dann habe ich bei dem gesagt, ich will da ein Offset. Da könnt ihr definieren, wie groß ihr das Offset gerne haben möchtet. Der sagt 2,6, ich gehe jetzt noch ein kleines bisschen größer, machen wir 2,8. Hinzufügen. Und wenn wir den Bären jetzt kurz wegnehmen, seht ihr, dass ich hier noch einzelne Teile habe. Das heißt, dass es nicht eine ganze Fläche ist. Die lösche ich noch kurz. Jetzt sollte alles eine Fläche sein. Dann kann ich den kleinen Bären hier wieder reinmachen. Und dann kann ich die beiden markieren, die immer noch in der Größe so ein bisschen anpassen. Ich hatte gesagt, bei mir, was waren es, 6 cm in der Breite maximal. So etwa in dem Stil. Und das habe ich einfach mit allen Motiven gemacht, dass ich die dann so aufbereitet zur Verfügung hatte. Jetzt bei der Matte müssen wir gucken, dass ich die Passmarkierung habe, weil da spielt jetzt eine Rolle, wo ich das Ganze platziere. Ne? Das heißt, ihr müsst, wenn ihr den Bären platziert, einfach gucken, dass ihr außerhalb von dieser schraffierten Linie seid und innerhalb der roten Linie liegt. Und ich lösche das jetzt kurz, weil eben ich habe das Ganze schon gemacht. Ich habe die ganz einfach so angeordnet, dass das hier perfekt reinpasst. Und so konnte ich die ausdrucken, einerseits mit den Passmarken und dann scannen und die ausschneiden. Das mache ich jetzt kurz, das heißt, ich drucke das hier alles aus. Und da bei der Qualität gucke ich einfach, dass es optimal ist. Und eben natürlich der richtige Drucker. Das drucke ich jetzt kurz.
Dann packe ich das Ganze auf die Light Grip Matte und lade die schon mal. Und im Silhouette Studio gehe ich auf Senden. Da habe ich Fotokarton einfach, aber ich habe die Einstellung bei mir jetzt ein bisschen geändert, weil ich gemerkt habe, dass es so am besten schneidet. Da müsst ihr halt einfach Testschnitte machen. Ich bin hier auf eine 4, den Anpressdruck habe ich auf eine 30. Geschwindigkeit habe ich eine 5. Durchgang nur einer. So schneide ich das. Ich muss keinen Test mehr machen, weil ich habe eben das schon getestet und kann jetzt einfach sagen, senden. So, dann hat er das wunderbar, zuerst die Passmarken abgelesen und dann das Ganze genauso geschnitten, wie ich das gesagt habe. Jetzt haben wir hier wunderbar unsere kleinen Bären. Und so haben wir jetzt wunderbar den kleinen Bären ausgeschnitten, ganz viele davon. Und ich habe alle 3 Versionen ausgeschnitten, so. Und was ich gerne mache, ist, dass ich einfach in weiß, also ohne dass es bedruckt ist, die Silhouette auch nochmal schneide, weil es eben nur ein 200 Gramm Papier ist und ich das gerne stärker habe zum Kartenbasteln. Das heißt, ich schneide dieselben Motive, ohne dass ich irgendwas in der Größe verändere, einfach nochmal und auf ein 200 Gramm Papier wieder und dann habe ich dann schlussendlich, wenn ich die aufeinander klebe, 400 Gramm quasi, also ein viel stärkeres Motiv. Das mache ich auch noch kurz. Und zwar habe ich nicht die hier genommen, sondern ich habe einfach geguckt, wie viele auf der Matte Platz haben. Das sind nämlich ein bisschen mehr als die ich jetzt hatte, weil wir müssen ja jetzt nicht mehr auf die Passmarken gucken, ne? Das heißt, ich kann hier die Passmarken ausblenden und dann die schön so platzieren, dass sie innerhalb von der roten Linie liegen. Und so konnte ich die auch noch mal ausschneiden, weil ich, wenn ich das jetzt an den Plotter schicke, ich behalte die Einstellung bei, die ich hatte. Dann lege ich das Papier hier auf die Matte auch wieder schön in die Ecke. Lade die Matte wieder und sage senden. Jetzt beim Runternehmen von der Matte müsst ihr Folgendes beachten. Ich habe ja 3 verschiedene Motive, die habe ich als einzelnes Bild eingefügt in Silhouette Studio und nachzeichnen lassen. Und dadurch sind die nicht haargenau gleich. Das heißt, ich gucke jetzt, also ich habe hier die 3 quasi auf, das ist das mit den vielen Details, das ist das farbige mit den weniger Details und das ist das farblose. Und da gucke ich jetzt parallel auf meinen Bildschirm, welches dieser Elemente zu welchem passt und packe das dann auch auf die richtige, hier drauf. Empty hotel room. Just had to get up, get dressed, get out. And get behind the wheel. Warum macht es Sinn, dass ich mehr von den weißen Elementen habe, als dass ich eigentlich die Motive habe? Ich kann dadurch, je nach Karte, die ich mache, sogar 2 von diesen weißen Hintergründen dahinter kleben. Also da habe ich dann volle Flexibilität. So, das heißt, wir haben hier jeweils die Motive plus auch
nur das weiße Papier, wo nichts drauf ist, und die passen alle perfekt aufeinander pro Gruppe. Und was ich jetzt auch noch machen wollte, ist ein Stickerbogen. Ich wieder zurück zum Design, nehme hier dieses Element, das habe ich gleich eingefügt, wie die restlichen wären. Und den will ich hinten auf den Umschlag quasi drauf machen. Ich habe das Offset hier schon gemacht, das macht hier einfach genau gleich wie bei den Elementen. Und den will ich jetzt, dass der maximal 5 cm breit ist. So, in dem Stil. Jetzt brauche ich natürlich wieder die Passmarkierung. Und dann müssen wir das Ganze richtig platzieren, dass das hier oben dann nicht in den Bereich der Passmarkierung geht. So. Und da kann ich jetzt auch wieder sagen, kopieren, einfügen, einfach so oft wie ich das haben will. Und das auch so ein bisschen drehen, wie es halt am besten geht oder wie ihr am meisten dann damit auf ein Blatt kriegt. Dann, wenn ich das alles gemacht habe, muss ich natürlich auch das wieder drucken. Und das drucke ich bei mir, weil es nur auf die Umschläge kommt, mache ich das auf ein Stickerpapier, also ein Etikettenpapier, was ich aus dem Bürobedarfshandel habe. Trotzdem sage ich bei der Qualität optimal. Und das drucke ich kurz noch. Dann kann ich auf Senden gehen und da nehme ich jetzt einfach mal Aufkleberfolie weiß. Ich weiß, bei mir eine 2 funktioniert gut. Den Anpressdruck nehme ich auf eine 15 und die Geschwindigkeit auf eine 3. So funktioniert es bei mir in der Regel gut. Auch nur ein Durchgang und dann sollte so eigentlich eine Kiss-Cut-Technik entstehen. Dann kann ich auch hier wieder die Matte laden. Und dann senden sagen. Und dann habe ich hier auch schon mein Stickerpapier. Upsi, das war keine Kiss-Cut-Technik, sondern es hat es durchgeschnitten, aber passt. Müsst ihr einfach ein bisschen mit den Materialeinstellungen spielen und gucken, eine Testschnitte machen und dann gucken, wo bekommt ihr eine Kiss-Cut-Technik. Das heißt, wo schneidet es nur das Stickerpapier, aber nicht die Trägerfolie. Oder wenn ihr es eben so wollt, wie ich das hier habe, könnt ihr die Einstellung übernehmen, die ich verwendet habe. Und jetzt habe ich ganz viele von diesen kleinen süßen Stickern, die ich dann hinten auf die Umschläge packen kann. Das ist meine Idee hier, ne? Und die passen natürlich dann auch wunderbar auch zum Designpapier. Ich habe, wie gesagt, meine Karten quasi schon gebastelt. Das ist quasi noch das Überbleibsel, was ich noch habe an Restpapier. Ich packe einfach immer alles, was ich zu einem Designpapier oder was zusammengehört, so in ein Mäppchen rein, weil dann kann ich das wunderbar auch wieder verwenden. Jetzt, bevor wir in die Karten reingehen, wollte ich euch noch kurz zeigen, wie ich die Karten selber mache. Weil was ich euch heute eigentlich zeigen wollte, war hier von We Are Memory Keepers gibt es so ein Punchboard für Slimline-Karten, wo ihr auch Umschläge damit machen könnt. Ich habe die Idee verworfen, weil ich habe es ausgetestet und ich bin ganz ehrlich gesagt nicht überzeugt davon, weil dieses Messer hier oben, also die Schnittqualität, nicht wirklich schön. Und also wenn ich gucke, wie ich meine Sachen mache, wie ich meine Umschläge und Karten mache, bin ich genauso schnell. Also kann man sich beschaffen, aber ich war jetzt nicht wirklich überzeugt. Von dem her verwende ich das heute definitiv nicht. Ihr seht also, ich zeige euch nicht alles, sondern wirklich nur Sachen, wo ich auch wirklich davon überzeugt bin, dass die Sinn machen. So, jetzt eben Karten. Was ich mache, ich habe eben mein 200 Gramm Papier
Und das schneide ich ganz einfach auf 18 cm mal 21 cm und falze das in der Mitte, nämlich bei 9 cm. Da verwende ich ganz einfach ein Falz- und Schneidebrett, wo ich hier eben auch das Falzbein habe. Und so habe ich dann eigentlich schon meine Slimline-Karte. Das ist die Basiskarte. Dann habe ich meine Umschläge auch mit dem Designpapier gemacht. Das habe ich allerdings dann auf ein 120 Gramm Papier gedruckt. Und ich habe versucht, die volle Seite zu bedrucken, aber ich habe trotzdem immer so einen kleinen Rand auf den Seiten. Ist aber nicht so schlimm. Versucht einfach wirklich den Rand so klein wie möglich zu halten. Ich habe dann einfach den Rand auf einer Seite abgeschnitten, auf der anderen nicht, weil eine Seite wird überdeckt von dieser langen Seite. Da habe ich den weißen Rand stehen lassen, damit ich möglichst viel Fläche habe. Auf der anderen Seite die Kante, die man sieht, da habe ich es abgeschnitten, auch oben und unten. Das heißt, diesen weißen Rand habe ich nur auf einer Seite hier stehen lassen. Das Blatt dann schlussendlich habe ich zurechtgeschnitten auf 20,5 cm. A4 ist ja eigentlich 21 cm und da habe ich eben diese 0,5 cm, die ich weggeschnitten habe mit diesem weißen Rand. Und von der Länge her reicht es, wenn ihr ein Blatt habt von 29 cm. Auch hier wieder ein A4 ist 29,7 cm, das heißt, ihr habt 0,7 cm, die ihr oben und unten wegschneiden könnt. Also so funktioniert das ziemlich gut. Und dann habe ich dieses Blatt genommen und dann von der langen Seite, die 29 cm, habe ich einmal hier bei 3 cm gefalzt und auf der anderen Seite bei 4 cm. Dann das Ganze gedreht und dann habe ich die Seite genommen, die schön ist, also da, wo ihr den Rand abgeschnitten habt, ne, hier. Das heißt, von hier bis hier sind 5,5 cm. Das heißt, ich lege das hier bei 5,5 cm an und falze das. Natürlich gucken, doch die 4 cm sind bei mir oben, ne? 5,5 falzen und dann auch noch mal bei 15 cm. Weil so entsteht hier innen drinne eine Fläche, die wunderbar passt für die Karte, wo ihr dann wirklich genug Platz auch habt. Ne? So, dann Schere. Da schneide ich jetzt einfach diese Ecken raus und ich gucke immer von der Kante her, dass ich innerhalb der Falzkante liege, also schneide. Weil das ist ja, die ist ja so wie ein Tal und das will ich nachher nicht auf der Lasche drauf haben, deshalb schneide ich innerhalb von dieser Falzkante. So, dann könnt ihr schon mal, also ich wende das, bei mir ist so jetzt die Talsohle beim Falzen und die wende ich. Das heißt, ich biege das Papier von der Seite. Und bevor ich jetzt oben und unten das biege, habe ich ganz einfach mit einem Eckenabrunder die beiden Laschen abgerundet. Sieht dann auch ein bisschen schöner aus. So, dann liegt bei mir jetzt die Seite, die 5 cm ist, liegt oben. Dann nehme ich einfach ein bisschen Flüssigkleber. Dann gebe ich auf die äußere Kante hier wirklich nur wenig Kleber drauf. Und dann hier auch auf dieser Lasche nahe der Kante
Einfach wirklich nicht zu viel, weil sonst klebt es plötzlich dann innen drin fest und das wollt ihr nicht. Und jetzt könnt ihr das einfach aufeinander legen und kurz ein bisschen feststreichen. So, die kürzere Seite ist unten. Legen wir jetzt auch um. Können wir auch da ein bisschen Kleber drauf geben. Und oben mache ich jeweils noch, damit man die Karte hier ein bisschen besser rausholen kann, mit so einem 2,5er Handstanze im Kreis. Den gebe ich hier einfach rein, möglichst mittig, und gucke, dass hier die Hälfte des Kreises abgedeckt ist. Und so stanze ich das und dann habe ich hier wunderbar eine Ausbuchtung, wo ich die Karte rausziehen kann. Und wenn das jetzt eine fertige Karte wäre, die hat wunderbar hier drin Platz, können wir das oben auch noch umlegen. Und ich nehme es jetzt kurz raus, weil das nur ein Beispiel ist, damit ich die nachher noch verwenden kann. Aber hier ist jetzt eben meine Idee. Dass dann, wenn eine Karte drin ist, ich hier hinten einfach diesen Sticker drauf mache, um den Umschlag zu verschließen. Na, dann haben wir hier wunderbar das mit einem Sticker verschlossen, kann man einfach wieder öffnen. Und wie gesagt, so einfach habt ihr quasi die Kartenbasis und einen Umschlag gemacht. Also ne, da braucht es nicht wirklich dieses Punchboard dazu. So, das war das, was ich euch zeigen wollte, von wegen, dass ihr versteht, wie ich dann die Karten gemacht habe. Und genau das werde ich euch jetzt noch zeigen. Ich habe ja gesagt, na, ihr könnt die Karten auch ohne Plotter machen. Und wie gesagt, ich arbeite halt sehr gerne mit der Sizzix Big Shot. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, da verlinke ich euch ein Video dazu, wo ich das auch schon mal gezeigt habe. Aber warum ich das so gerne mag, ist halt einfach, dass ich hier diese, wenn ich das wird gestanzt. Das heißt, die Kante ist anders, die ist abgerundet und ich habe halt sehr viele Stanzen mit dieser Stitchline, nennt man das. Und ich finde das ein extrem schöner Abschluss. Und deshalb habe ich gesagt, na, ihr könnt auch ohne Plotter arbeiten. Das, was wir hier ausgeschnitten haben, ist nichts anderes als, ihr könnt ja auch ein Fussy-Cutting, das heißt, ihr könnt diese Motive auch mit der Schere so ausschneiden, dass ihr einen Rand habt. Also auch das geht. Ist halt ein bisschen einfacher mit dem Plotter, aber man könnte es auch von Hand aus schneiden. Das andere, was ich gemacht habe für die Karten, ist, dass ich hier zum Beispiel das direkt mit einem Kreis ausgestanzt habe. Auch das eine Möglichkeit. Einfach, dass ihr seht, ihr könnt es wirklich auch ohne Plotter machen. Und jetzt starten wir mit den 12 Karten. Die erste ist diese hier. Und von den Sprüchen her, ich habe nichts gestempelt, sondern ich hatte euch ja letztes Wochenende den Printmaker vorgestellt. Das heißt, ich habe wirklich den Printmaker verwendet und nein, das ist kein Rechtschreibfehler, sondern ich habe die Karten größtenteils auf Berndeutsch gemacht, einfach weil ich es jetzt kann. Wo die mir, ja, Happy Wurzeltag ist, na, alles Gute zum Geburtstag. Was ich hier gemacht habe, ist zuerst einmal eine Mattung. Dieses rosa Papier, eine Mattung heißt, ich nehme da immer einen halben Zentimeter, mache ich das auf beiden Seiten kleiner und dann ist es so 0,25 cm jeweils Abstand von der Basiskarte und ich finde, das hat einen schönen Effekt. Dann habe ich Herzen ausgestanzt. Da habe ich diese Stanzen, die eben extrem cool mit dieser Stitchline sind. Und zwar habe ich so gemacht, dass ich ein großes und da ist nichts, also nur weißer Bastelkarton oder dieses 200 Gramm Papier. Und dann habe ich, um hier ein bisschen Dimension zu schaffen, habe ich einfach ein Herz mit einer Größe kleiner ausgestanzt und dahinter geklebt, so dass es nicht direkt auf der Karte liegt. Das mache ich halt gerne, um Dimension zu schaffen. Dann habe ich hier
den süßen Bären direkt mit der Herzstanze ausgestanzt. Das heißt, ich habe hier einfach quasi das Herz draufgelegt, das durch die Big Shot gekurbelt und das so ausgestanzt. Und dahinter sind zwei, nochmal eine Nummer kleiner Herzstanzen, damit ich hier auch nochmal eine Dimension habe. Dann hier auf der Seite einfach den Spruch und hier oben habe ich noch 3 Strasssteine drauf geklebt. So simpel könnt ihr eine Karte machen und ich finde die super süß. Ja, das ist die erste. Und dann natürlich den passenden Umschlag dazu. Das ist die nächste, auch eine relativ simple Karte. Hier auch wieder die Mattung mit einem der Motivpapiere. Dann habe ich hier ein Element ausgestanzt. Da habe ich diese Stanzen auch wieder mit dieser Stitchline. Und dahinter habe ich einmal kleiner, noch eins ausgestanzt und das dahinter gelegt, damit ich hier schön auch wieder diesen Abstand zur Karte habe. Und dann habe ich diesen Teddy verwendet und da habe ich 2 übereinander geklebt, damit der wirklich schön stabil und halt sich auch ein bisschen abhebt von dem Ganzen. Und den habe ich extra nicht koloriert, weil ich diesen Effekt extrem cool finde mit Schwarz-Weiß, dann ein bisschen Farbe und dann wieder in Schwarz-Weiß auch mit dem Spruch, ne, für meinen Lieblingsmenschen, dass diese Karte völlig simpel gemacht, aber finde ich cool. Nächste. Hier habe ich eben den Bären mit den Kreisstanzen ausgestanzt. Auch die, ihr seht, ich habe sehr viele mit Stitchlines, weil ich das halt wirklich schön finde. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ihr müsst es nicht ausschneiden, sondern ihr könnt auch einfach das Motiv direkt mit einer Stanze ausstanzen. Dann habe ich hier einfach aus dem Motivpapier, also ich habe es gemattet mit der schwarz-weißen Blume und dann die grüne Blume und die rosa Blume, einfach 2 Stücke, die eigentlich gleich groß sind, aber ich habe sie dann einfach so ein bisschen versetzt hingelegt und dahinter ist einfach einen halben Zentimeter kleiner 2 Stück von dem 200 Gramm Papier dahinter geklebt, bei beiden, so dass ich hier schön immer einen Abstand habe. Und hier habe ich die Manschette zwischen Basiskarte und der Mattung gelegt. Das heißt, ich habe die Mattung, also ich habe zuerst diese Karten draufgeklebt, dann diese Manschette drum gelegt und hinten an die Mattung festgeklebt und dann erst die Mattung auf die Karte geklebt und dann hier diesen Kreis direkt auf die Manschette draufgeklebt. Das ist diese Idee. Hier fand ich, braucht es noch nicht mal einen Spruch. Ich finde die so schon super süß. Nächste. Hier habe ich einen der ausgeschnittenen Bären genommen, habe eben auch 2 übereinander geklebt, damit der schön stabil ist. Ich habe eine erste Mattung gemacht und dann habe ich auch noch eine zweite Karte, wieder 0,5 cm kleiner auf beiden Seiten zurechtgeschnitten und habe die geprägt, auch mit der Big Shot. Und da gibt es solche Prägefolder. Da legt ihr das Papier einfach rein, eine Seite ist hochgehoben, eine ist ausgebuchtet und dadurch kriegt das Papier eine Prägung. Jetzt seht ihr ja, mein weißes Papier ist größer als dieser Prägefolder und deshalb, das fällt im ersten Moment, glaube ich, gar nicht auf. Hier oben gucken die Herzen in die Richtung, hier unten gucken sie nach unten und genauso habe ich es gemacht. Das heißt, ich habe die Karte zuerst so reingelegt und dann nochmal so reingelegt. Also nicht die Karte, sondern nur dieses weiße Papier. Das so geprägt und das dann aufgeklebt. Auch die Manschette zwischen dem weißen Papier und der ersten Mattung.
quasi auf das weiße Papier hinten drauf geklebt. Und oben habe ich einfach noch von Hand kurz 2 Fähnchen ausgeschnitten, weil ich das Gefühl hatte, das geht auch so ein bisschen um Balance. Das Element war hier unten und mir hat hier oben etwas gefehlt und da habe ich einfach so 2 Fähnchen kurz mit von Hand ausgeschnitten. Eins mit Motivpapier, eins mit dem weißen. Und dann habe ich noch ein kleines Herz drauf gemacht. Das werdet ihr noch ein paar Mal sehen. Das ist einfach die kleinste Stanze von dem Set hier. Ich würde euch auch anraten, wenn ihr Stanzen kauft, guckt, dass ihr so ganze Sets habt in verschiedenen Größen. Die sind bei mir echt im Dauereinsatz, wenn ich Karten bastle. Aber diese Karte. Dann haben wir eine die mit der Orientierung. Das könnt ihr auch bestimmen, in welche Orientierung die Karte sein soll. Hier habe ich eine Mattung gemacht. Dann habe ich wie quasi eine zweite Mattung gemacht, das ist auch wieder 0,5 cm kleiner, aber diesmal nur bis zur Hälfte von dieser ersten Mattung. Und dann habe ich mit diesen Viereckstanzen Vierecke ausgeschnitten. Die Mattung hier, also diese obere, diese mintgrüne, da ist auch ein Stück 200 Gramm Papier drunter, damit sich das schon ein bisschen abhebt. Dann hier das rosarote, das liegt direkt auf dem mintgrünen Papier und hinter dem weißen habe ich dann nochmal ein Papier drunter geklebt, damit ich hier verschiedene Stufen habe. Und hier vorne, wenn ich eine Überlappung habe, dass das nicht so in der Luft schwebt, gucke ich jeweils, wie viel Stück Papier ich habe. Hier hatte ich 1, 2, die grüne plus das, was hinter dem grünen klebt. Und deshalb ist hier drunter ein kleiner Streifen mit weißem Papier, also 2 Stück, damit ich wieder dieselbe Höhe erreiche, wie das Ganze hier drüben hat. Und hier eben auch der Teddy, das ist einer dann von den kleineren. Ich hatte ja 2 Größen ausgedruckt. Das ist die kleinere Version mit dem Viereck direkt ausgestanzt. Und hier auch wieder ein Spruch und dann hier noch so 3 schwarze Punkte. Nächste Karte. Hier habe ich die Mattung, man sieht es fast nicht, ist weiß. Also dasselbe Papier, mit der ich die Basiskarte gemacht habe. Dann habe ich aber mit diesem Motivpapier auch dieselbe Größe zurechtgeschnitten und dann hier einfach also ich habe Augenmaß, einfach einen Strich, der so nicht parallel ist, sondern wirklich so ein bisschen abgeschrägt ist. Und habe einfach aus einem schwarzen Bastelkarton einen kleinen Streifen zurechtgeschnitten, den dann draufgeklebt. Dann habe ich aus dem schwarzen Karton auch mit der Kreisstanze einen Kreis ausgestanzt, dann einen weißen Kreis ausgestanzt. Die beiden liegen direkt, also der schwarze direkt auf dem rosa Papier, der weiße direkt auf dem schwarzen Papier, aber hier den Teddy, da habe ich 2 Stück aufeinander geklebt und der ist tatsächlich mit Dimensionals, das sind so kleine Schaumgummis, die auf beiden Seiten kleben, habe ich das dann hier drauf geklebt. Dann drunter habe ich diesen Streifen, der hier war. Ich hatte das so eigentlich nicht geplant, aber für mich sah es irgendwie aus, fast wie ein wie ein Verbotszeichen. Also irgendwie hat es nicht ganz gestimmt für mich. Und deshalb habe ich dir in derselben Breite auch noch mal einen Streifen zurechtgeschnitten und den einfach draufgeklebt, um dieses Verbotszeichen quasi wieder so ein bisschen aufzuheben. Hier drüben ein kleines Herz, auch wieder um die Balance zu schaffen, weil ich auf der Seite den Spruch habe ich hier drüben ein kleines Herz. Das ist diese Karte. Dann habe ich eine mit einem Sichtfenster gemacht.
sogenannte Peekaboo-Karten. Und da habe ich wieder mit diesen Stanzen hier gearbeitet. Und zwar habe ich, ihr seht, die Größe von dieser Stanze ist genau gleich groß wie das Fenster. Und was ich gemacht habe, um die Umrahmung von diesem Fenster hinzubekommen, ist ganz einfach ein größeres und ein kleineres gleichzeitig aufs Papier gelegt. Geguckt einfach, ich habe es festgeklebt mit einem Klebestreifen, damit es nicht verrutscht. Und dadurch habe ich dann quasi diesen Rahmen bekommen. Dann habe ich durch das Motivpapier auch diese Stanze, die diese Größe hier, wo der Teddy drauf ist, die diese Größe hat, habe ich ausgeschnitten. Und weil die Karte zu groß war, dass sie bei mir durch die Big Shot geht, habe ich so gemacht, dass ich das hier einfach aufgeklebt habe. Das heißt, die Auflagekarte draufgeklebt habe, den Rahmen draufgeklebt. Und dann konnte ich die Basiskarte ganz einfach mit einem scharfen Messer hier kurz ausschneiden. Ging am einfachsten. Und dann habe ich einfach geguckt, dass der Teddy hier, also ich habe hier auch eine kleine Mattung gemacht, auch mit der Stanze aus dem Motivpapier, dann der Teddy drauf und da einfach geguckt, wenn sie zu ist, dass es genau ins Fenster reinpasst. Plus dann unten auch wieder einen Spruch drauf gemacht, der ist ein bisschen erhöht. Die nächste Karte. Hier haben wir eine Mattung. Das ist das Mint. Bevor ich die aber auf die Karte geklebt habe, habe ich unten eine Tasche gemacht. Das heißt, ich habe einfach gleich groß wie gleich breit wie die Mattung, plus 1 cm, plus 1 cm, plus 1 cm. Und so ist diese Tasche entstanden, weil wenn man die dann falzt bei einem Zentimeter ringsherum und die Ecken abschneidet, dann kann man das wunderbar dann hinten an die Mattung festkleben, ne, diese Klebelaschen dann. Und dann entsteht hier vorne eine Tasche. Diese Tasche habe ich natürlich auch nochmal gemattet, auch wieder einen halben Zentimeter kleiner. Und hier habe ich quasi so einen Tag gemacht, wo man hinten noch was draufschreiben kann. Da habe ich auch wieder die Stanzen und auch logischerweise wieder mit der Stitchline. Und dann den Bären direkt draufgeklebt. Das heißt, ich habe einmal aus dem Motivpapier, einmal aus dem weißen Papier und das einfach seitenverkehrt, also immer die Rückseite aufeinander geklebt. So ist dieses hübsche Tag entstanden, den Bären direkt draufgeklebt. Der guckt hier so ein kleines bisschen raus und damit ich hier dann in der Ecke ein bisschen was hatte, habe ich eben auch wieder Herzen drauf gemacht, die ich ausgestanzt habe und unten der Spruch drauf. Ja, so ist diese Karte entstanden. Dann haben wir hier eine Karte, die ich nicht so gefalzt habe, wie ich euch das gezeigt habe, sondern es wäre ja eigentlich 9 cm und 9 cm. Und ich habe es ganz einfach so gefalzt, dass ich gerechnet habe, dass vorne das auch 9 cm gibt, aber mit 2 Laschen. Das heißt, 4,5 cm plus 4,5 cm sind 9 cm. Somit habe ich die gleich große Karte genommen wie alle anderen, aber ich habe sie anstatt bei 9 cm gefalzt, einmal bei 4,5 cm gefalzt und einmal bei 4,5 cm gefalzt. Und so habt ihr hinten diese 9 cm, aber hier halt einfach ein bisschen gut festgeklebt. Könnt ihr die schön in der Mitte öffnen, was ich einen coolen Effekt finde. Dann habe ich hier 2 Mattungen gemacht und zwar habe ich solche Stanzen, die aussehen wie Wolken und genau die habe ich verwendet und habe das eben einmal aus Schwarz, diese Wolke ausgeschnitten, einmal aus dem Motivpapier
Und dann habe ich einen schwarzen Kreis ausgestanzt, eine Nummer kleiner, ein rosa Motivpapier und dann in derselben Größe wie der rosa den Bären. Das habe ich ein bisschen verschoben, einfach damit das rosa hier vorguckt. Gefällt mir eigentlich der Effekt. Um das dann wieder die Balance zu schaffen, hier unten habe ich 2 kleine Herzen hingemacht und der Schriftzug, der ist tatsächlich direkt auf der Karte drauf. Das ist halt auch das Coole, was man mit dem Printmaker machen kann, dass ich direkt in eine fertige Karte quasi noch was reindrucken kann. So ist diese Karte entstanden. Die drittletzte ist eine Shaker-Karte. Hier habe ich auch wieder eine Mattung gemacht und die Shaker-Karte habe ich wie folgt gemacht. Ich habe den Bären mit dieser Stitchline mit den Kreisen ausgestanzt und damit ich diese Shaker-Karte gestalten kann oder machen kann und mit so einem dünnen Rand habe ich hier solche Cutting Dies, oder Stanzen, die haben 2 Schnittlinien. Und das heißt, wenn ich das ausstanze, bekomme ich eben genau so einen Kreis, was für Shaker-Karten, für so kleine super ist. Und dann habe ich wieder mit das Plastik ausgestanzt und dann habe ich es einfach so gemacht, der Bär ist logischerweise zu unterst, dann sind 4 Schichten weißes 200 Gramm Papier von diesem Kreis, dann ist das Plastik und obendrauf noch der Kreis einmal ausgestanzt mit dem Motivpapier. Und natürlich, ich habe einfach quasi den Aufbau zusammengeklebt, das heißt alles bis auf den Bären, der im Hintergrund ist, habe ich aufeinander geklebt, dann konnte ich diese kleinen Herzchen und Sternchen reinfüllen, damit eben diese Shaker-Karte entsteht. Und dann habe ich den kleinen Bären hier quasi oben drauf geklebt, damit das hier alles wirklich schön versiegelt ist und keine Pailletten rausrutschen. Und dann habe ich dieses Element einfach noch auf die Karte drauf geklebt. Hier unten auch wieder mit diesem Stanzset. Einfach 2 verschiedene Größen genommen. Einmal mit dem weißen Motivpapier, da ist zusätzlich noch ein kleineres unten drunter, 1. Beim Mintgrünen ist auch 1 drunter und hier unter dem Spruch sind 2 kleine Streifen. Also, ne? So ist diese Karte entstanden. Zweitletzte Karte. Zur Abwechslung mal was Englisches. Hier habe ich eine Mattung gemacht. Dann habe ich mit Buchstabenstanzen, das sind diese hier. Ich mag die super gerne, weil die eben schön groß sind. Habe ich quasi den Hintergrund gestaltet, dieses Vermisse dich. Und dann den Bären auch 2-mal, das heißt es sind 2 übereinander geklebt und dann mit Dimensionals, also mit diesen Schaumgummi Stickern quasi unten drunter, damit das sich schön abhebt vom Hintergrund. Weil ich finde es nicht schlimm, dass der Hintergrund oder der Spruch quasi überklebt ist, weil ich sehe genug davon, dass ich jetzt trotzdem entziffern kann. Ne? Und dann passend zum Miss You noch dieses so sehr. Ne? Das ist diese Karte. Und die letzte ist diese hier. Hier habe ich auch wieder diese Buchstabenstanzen genommen.
Hier habe ich von der Mattung her einmal mit dem Mintgrünen habe ich die Mattung gemacht, eben auch 0,5 cm kleiner auf beiden Seiten und das direkt auf die Karte draufgeklebt. Dann habe ich also das hier sind 5 weiße quasi, habe ich eines dieser weißen Stücke genommen und dann das so ausgelegt, das ist der Teddy ausgestanzt mit der Kreisstanze mit diesen Stitchlines, dann eins größer das Motivpapier, das heißt ich wusste, das O wird bei mir so groß sein und dann habe ich einfach geguckt, wie muss ich das L, das V und das E hinlegen, dass es schön stimmig ist und trotzdem auf die Karte drauf passt. Und der Trick dabei, dass alle darunterliegenden dann gleich sind, ist, dass ihr klebt quasi, also mit Klebestreifen, das L, das V und das E auf eine dieser Karten. Dann klebt ihr die mit Klebestreifen neben fest und dann kuppelt ihr die mal durch. Dann habt ihr einmal die 3 Buchstaben ausgestanzt. Dann nehmt ihr eine zweite, legt die unten drunter. Ich klebe die mit einem leicht haftenden Klebestreifen auf den Seiten jeweils kurz aufeinander und kurbel die so nochmal durch. Das heißt, die Stanzen liegen immer noch auf der ersten Karte, unten drunter liegt die zweite und dadurch, dass bei der ersten das hier schon weg ist, stanzt es dann auch auf die zweite durch. Dann habe ich diese zweite unten drunter wieder weggenommen, die dritte genommen und auch wieder unter die erste drunter gemacht. Das heißt, eine dieser Karten musste insgesamt 5-mal durch die Kurbel durch und die anderen jeweils nur einmal. Ich hoffe, es macht Sinn, so wie ich das erkläre. Aber so entsteht halt einfach dieser schöne, tiefe 3D-Effekt. Das heißt, als ich dann durch war mit dem Ganzen, konnte ich die einfach aufeinander kleben. Das hat super gut gepasst. Und dann noch den Teddy mit dem Kreis hier oben drauf machen. Und hier auch noch ein kleines Herz. Hier auch keinen Spruch drauf, weil ich finde, das reicht so eigentlich. Das war auch schon die letzte Karte. Das war jetzt auch schon alles, eigentlich, was ich euch heute zeigen wollte, eben wie ihr Digi-Stamps verwenden könnt mit dem Plotter, ohne Plotter, wie ihr Sticker machen könnt, auch mit der Cameo, weil mit den anderen Plotter habe ich das auch schon gezeigt, wie ihr Basiskarten machen könnt, die passenden Umschläge dazu und dann eben auch ein paar Ideen. Und das sind wirklich wenige. Also man könnte da wirklich noch stundenlang weitermachen und es ist quasi ein einziges Motiv, aber hat einfach schön mit diesen Hintergründen gespielt. Und ich hoffe, das hat euch eine gute Idee gegeben, was ihr alles so mit solchen Digi-Stamps machen könnt. Und das war jetzt nur ein einziges Motiv und viele Ideen, wie man das einsetzen kann. Und da halt einfach auch hilfreich, wenn ihr das passende Motivpapier dazu habt. Ich hoffe, ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Ich werde mir garantiert, da wo ich diesen Bären geholt habe, noch weitere Motive kaufen, weil ich finde die wirklich super süß und eben damit kann man echt wirklich viel machen. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen und gemütlichen Tag und genießt hoffentlich auch das schöne Wetter so ein bisschen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!